Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Easy German. Wir sind heute in Münster-Giefenbeck und wir stehen vor dem Haus von Klaus. Achtung, Reim. Und heute haben wir uns verabredet mit Klaus. Wir wollen mit Klaus kochen und euch mal ein paar Wörter, Sätze rund um das Kochen näher bringen. Und da gehen wir einfach mal rein. Hallo Klaus! Kari, moin! Na, wie sieht's aus? Alles gut? Ja, und du? Hallo Janusz. Klaus, wie sieht's aus in deinem Haus? Ja, jetzt sauber. Gott sei Dank hast du uns ja gewarnt. Klaus, wir wollen heute mit dir kochen, ne? Ich freue mich. Ja. Du kannst kochen. Wir haben ganz lange gesucht im ganzen Easy German Ensemble. Dachten wir schon lange, wir wollten kochen. Haben uns gefragt, wer kann überhaupt kochen? Und da sind wir auf Klaus gekommen. Danke, dass du uns einlädst, Klaus. Sehr gerne. Wollt ihr reinkommen? Ja. Kommt mal mit rein. Schicke Hütte, ne? Wir müssen ja eigentlich nur in die Küche, ne? So wohnen Lehrer in Deutschland. Ja, Klaus, was hast du denn für uns vorbereitet? Ja, Du weißt ja jetzt schon seit 4 Monaten, dass wir heute kochen wollen. Richtig. Hast du da eingekauft? Leider nicht. Ich schlage vor, dass wir ein ganz einfaches deutsches Gericht kochen. Ich weiß gar nicht, ob es deutsch ist. Typisch deutsches, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es so richtig typisch deutsch ist, aber zumindest, ich denke mal, das kocht jeder deutsche Haushalt sehr oft und sehr viel, weil es auch Kinder gerne mögen. Ich würde sagen, wir machen Pfannekuchen. Pfannekuchen. Ja. Ja. Bist ein bisschen enttäuscht, ne? Ich dachte, du zauberst uns jetzt hier so ein 3-Gänge-Menü, ne? Ich dachte, wir machen jetzt hier zaubern so ein 5-Stunden-Ding vor uns hin hier. Ja. Wir machen eine Kochshow. Dann hättet ihr aber auch ein bisschen eher kommen müssen als um kurz vor 8. Hör mal, wir sind busy. Ja, das glaube ich. Nee, wir können gerne noch einkaufen gehen. Ich hätte nämlich auch die Idee, dass wir Pfannekuchen machen, von mir aus gerne mit Sojamilch, die wir ein bisschen belegen. Und was ich besonders gerne mache, ist halt Spinat mit Pilzen. So. Das wird schwierig, vielleicht mal vorher aus. Wow. Wir sind jetzt im Supermarkt mit Klaus. Wir sind noch nicht im Supermarkt, das erzählst du den Leuten, wir sind noch im Auto. Wir sind nur vor dem Supermarkt, auf dem Parkplatz. Wir sind angekommen am Supermarkt. Huch, das ist aber eng. Ich nehme mal das Portemonnaie mit, weil ich davon ausgehe, dass du kein Geld dabei hast. Klaus, bist du schon gut drauf? Ja. Also, das sind Pilze, genauer gesagt Champignons. Und ich habe hier nochmal Eier. Sojamilch. Schnell, Klaus! Kari, es regnet. Scheiße, komm, renn! Ja. Also wir haben jetzt die Grundzutaten. Pfannekuchen besteht einmal aus Mehl, hatten wir schon. Wir haben Eier, die wir brauchen und Milch. Daraus machen wir sozusagen den Teig. Kommt noch ein bisschen Salz rein, man kann ein bisschen Vanillezucker oder sowas reintun, wenn man möchte. Wir brauchen natürlich Öl für die Pfanne, damit sie schön gefettet ist. Das ist sozusagen der Teig, den wir daraus machen. Wir haben uns heute entschieden, dass wir den Pfannekuchen mal belegen. Das ist so ein Rezept, was ich von zu Hause aus kenne, und zwar mit Spinat. Wir haben hier tiefgefrorenen Spinat, Rahmspinat. Dazu werden wir ein paar Pilze machen und ein bisschen Feta-Käse. Schmeckt ziemlich gut. Weißt du, wie man einen Pfannekuchenteig macht? Ja, alles rein. Genau. Alles rein, pass auf. Man braucht dazu für zu Hause, wenn er es mitkochen will, für ungefähr 3 bis 4 Personen braucht man 4 Eier, dazu 250 Gramm Mehl und einen halben Liter Milch. Das ist jetzt kein großartiges Kochen, aber so ist halt schon so was Grundsätzliches. Eier halt in den Pott. Da brauchen wir 4 Stück von. Ich habe dir jetzt 1 gezeigt, die anderen 3 darfst du gerne mal eben machen. Ich halte auch gerne das Mikrofon. Jetzt sehen wir also, wie Kari Eier aufschlägt. So, Kari, ich gieße jetzt das hier rein und du kannst jetzt schon mal anfangen, das zu verrühren. Während Kari rührt, werde ich jetzt das Mehl hier reinfüllen. Das ist immer schwierig mit nur einer Hand. So, wie ist der Teig von der Konsistenz? Gut. Was machst du da? Ich putze die Pilze ein wenig. Normalerweise braucht man das bei diesen industriell gefertigten Pilzen eigentlich nicht machen, aber man sieht ja hier ab und zu ist noch etwas Dreck dran.
Den sollte man schon entfernen. Also, nur ganz zusammen. Hier wird der Spinat jetzt warm gemacht. Hier braten wir gleich die Pilze an. Und hier werden wir dann die Pfannekuchen machen. Wir machen heute kleine Pfannekuchen in einer kleinen Pfanne. Also jetzt wird die Pfanne heiß und wir können dann halt Öl reintun, danach den Teig. Und dann denke ich mal, wird das ganz gut verlaufen mit den Pfannekuchen. So, die Pilze sind jetzt geschnitten in Scheiben. Und ja, die Temperatur ist jetzt, glaube ich, ganz gut. Wir können jetzt also die Pilze nehmen und in die Pfanne reinschmeißen, um sie anzubraten. Nimmst du das Mikrofon wieder? Ja, mache ich. Danke. So. Lululu. Klaus, mach doch mal den ersten Pfannkuchen rein. Ja, ich glaube, es ist auch heiß genug. Das heißt, wir können jetzt hier Bin schon so gespannt. den Teig müssen wir noch ein bisschen verteilen, bevor der anpackt. So, also der erste Pfannkuchen ist, denke ich mal, gleich fertig. Wer probiert eigentlich jetzt den ersten Pfannkuchen? Der ist für dich. Was willst du denn da drauf haben? Ja, soll ich den erstmal so probieren? Also in Deutschland isst man Pfannkuchen zum Beispiel traditionell mit Marmelade, mit Zimt und Zucker. Es gibt auch sehr viele Leute, die essen das mit Nutella zum Beispiel, also eher so eine süße Variante. Die deftige Varianten wären dann zum Beispiel mit Spinat oder Pilzen oder mit Käse, mit Schinken, die man drauf tun kann. Viele essen auch zum Beispiel Mayonnaise und Käse oder Schinken. Gabel, Und? Messer. Richtig. Das ist aber lecker, Klaus. Das freut mich. So, liebe Zuschauer, wir machen jetzt einen Apfelpfannkuchen. Das ist nochmal eine Spezialität, die man auch sehr gern isst in Deutschland. Klaus, wie geht das? Teig drauf? Genau, man nimmt diesmal ein bisschen mehr Teig, damit man die Äpfelstücke dann auch gut reindrücken kann. So, wenn der Teig drin ist, dann muss man sich ein bisschen beeilen, dass man dann sozusagen in den Teig noch die Apfelstücke hineindrücken kann. Weil wenn man sich zu lange Zeit lässt, dann ist der schon so gebacken, dass der nicht mehr weich ist und man die Apfelstücke nicht mehr hineinkriegt. So. Dreht man den jetzt auch noch um? Macht man, aber man muss es natürlich erstmal anbacken lassen. So, jetzt können wir aber den Pfannkuchen umdrehen. Dazu brauche ich den Pfannenwender. Wo habe ich ihn hingelegt? Dann wollen wir mal gucken. So, ja, ist noch schwierig. Müssen wir noch eine Handhilfe nehmen. Ich merke schon, es ist fast zu lange. So, gerade noch richtig. Also die Bräune ist noch in Ordnung, aber viel brauner sollte er nicht werden. Das ging ja richtig schnell. Pfannkuchen ist auch ein super schnelles Gericht und ich finde das halt toll. Ich habe ja einen Sohn und der isst die halt total gerne. Also wenn der Pfannkuchen ruft und es ist ja immer die Spanne zwischen ich will Pfannkuchen und ich will keinen Pfannkuchen mehr, da muss man relativ schnell sein, damit man diese Zeitspanne erwischt, in der er noch Pfannkuchen will. Und Pfannkuchen schafft man halt in der Zeit. Wenn er rufen will, ich will Schweinshaxe. Schweinshaxe mit Rotkohl und Sauerkraut, das würde man nicht schaffen in der Zeit. Ne? Ja. Ich probiere jetzt die Champignon-Pfannkuchen, die Klaus für mich gezaubert hat. Klaus probiert jetzt weltexklusiv seinen Spinat-Feta-Champignon-Pfannkuchen. Ja, ich bin schon total gespannt. So. Ist gut? Also richtig geil. Wolltest du mal eine Kochshow bei YouTube aufmachen? Ich glaube nicht, dass ich... Ja, ich fände es gut. Ich glaube nicht, dass ich dafür die geeignete Person bin. Aber, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was ein typisch deutsches Gericht ist und ihr gerne wollt, dass wir das mal für euch kochen, dann schreibt uns doch, was ihr gerne wollt, was wir für euch kochen. Und dann kochen wir das, würde ich sagen. Ne? Auch wenn wir es nicht kennen, wir probieren es einfach. Das ist mal ein Angebot. Schreibt uns in die Kommentare hier unten drunter, welches Gericht ihr nächstes Mal gekocht haben wollt. Klaus, der Starkoch, kocht für euch alles, was ihr wollt. Alles. Gibt's, ja. Was kann man denn so machen? Schnitzel, Kartoffelsalat, alles Bratwurst, Schweinshaxe, Rotkohl. Eisbein. Richtig. Es gibt so viele Gerichte. Ja. Gibt's was du nicht kannst? Oh, der Pfannkuchen. Abonniert Easy German. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hey
everyone, Dana here, back with another quick German language tip for you today. And that would be that in today's video, the word noch was used many times. And I would just like to point out that this word has many different uses. So noch can mean still, as in ich muss noch einkaufen gehen. It can mean yet, like ich bin noch nicht einkaufen gegangen. It can mean another, as in ich hätte gern noch ein Bier. Und noch viel mehr. Also look in the dictionary and you will see lots of different uses for the word noch. That was your quick tip for today. I wish you all the best learning German. Until next time, auf Wiedersehen!